Der Schnellflug durchs Bienenjahr ist auch von Sorge und Hoffnung geprägt. Wenn die Natur auf den Herbst zugeht, sinkt das Nahrungsangebot für Honigbienen. Die Honigsaison ist vorbei. Die Imker sprechen jetzt von der absteigenden Entwicklung ihrer Bienenvölker. Für Imkermeister Ferdinand Keidel aus Osthessen ist das die Zeit, seine Bienen auf den Winter vorzubereiten. Dafür holt er Stift und Papier, denn er muss den Erfolg der Milbenbehandlung dokumentieren. Hier ganz schwer erkennbar ist eine Milbe. Die Varroa destructor ist derzeit der größte Schädling für Honigbienen und muss jedes Jahr aufs Neue behandelt werden. Ja, und so kämpft man sich durch, Volk für Volk. Die Bilanz fällt zum Glück gut aus. Und da freut man sich einfach, man weiß, okay, die Völker haben wirklich nur noch sehr, sehr wenige Milben und sind auf jeden Fall für den Winter gerüstet. Weil wenn das nicht so ist, dann kriegt man Bauchschmerzen. Und dann, gerade wenn man davon lebt, ist das natürlich wirklich, wirklich enorm wichtig, dass man da saubere Völker hat. Ferdinands Bienen werden über einen Diffusor mit Ameisensäure behandelt. Wenn er es nicht tun würde, würden alle seine Bienen sterben. Wenn man es so vergleicht mit der Pandemie, Corona, es ist wie als die Varroa-Milbe nach Deutschland kam, sie sich Stück für Stück weiter verbreitet hat. Und dann steht man da und weiß nicht, was man machen kann, sozusagen. Und von daher ist der Vergleich vielleicht gar nicht so schlecht. Für mich ist es sowieso schon immer mit der Varroa-Milbe. Ich kenne es nicht anders und man beneidet halt die Imker, die früher ohne Milbe geimkert haben, weil es halt einfach wesentlich entspannter ist. Am Institut für Bienenkunde in Oberursel werden die Effekte untersucht, die ein anderes Mittel gegen die Varroa-Milbe auf die Honigbienen haben könnte. Max Schröder hat Hunderte von Bienen dafür schon mit dem Königinnenstempel eingefangen, um sie gezielt präparieren zu können. Das ist jetzt die Behandlungsgruppe, die das Medikament appliziert bekommt, Amitraz gelöst in Ethanol. Das zieht dann kurz ein. Wir wissen schon, dass es ein gutes Mittel gegen die Varroa-Milbe ist. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, was es mit den Bienen im Verhalten macht. Mit einem Magnetplättchen versehen sind sie bereit für den Versuchsflug. Aktuell sieht es so aus, dass wir keine negativen Effekte auf die Orientierung oder auf diesen Heimflug jetzt beobachten konnten. Die Bienen werden an einer entfernten Stelle ausgesetzt, um zu schauen, ob sie zurückfinden und wie lange das dauert. Magnete halten die Versuchsbienen dann fest. Sie können dann auflassen. Okay, mach ich, sag dann Bescheid. Mit durchschnittlich 20 Kilometer pro Stunde sind sie schnell wieder da. Da ist eine. Zack. Ich mag Bienen, ja. Bienen sind super wichtig, also auch für uns Menschen natürlich. Und es ist auch gut, dass inzwischen die Popularität der Bienen einfach bei den Menschen so langsam ankommt. Also dass Bienen wichtig sind und wir die auch brauchen. Die Honigbienen sind wichtige Nutztiere, denn sie sorgen nicht nur für Honig, sondern auch für die Bestäubung von zukünftigen Nahrungsmitteln. An Platz 1 der Nutztiere stehen, oder besser gesagt, liegen die Rinder. Ferdinand Keidel und Landwirt Christian Bug aus dem Landkreis Fulda sind Blühpartner. Mit seinem Patenschaftsprojekt für Blühflächen setzt sich der Milchviehhalter für Insektenschutz und Biodiversität ein. Ja, das ist tatsächlich so das Zusammenspiel in der Natur, wo ein Zahnrad ins andere greift. Also das heißt, es ist ja dieser Kreislauf, der eine ist auf den anderen angewiesen. Ne? Da gibt es bestimmte Pflanzen, die brauchen bestimmte Insekten und bestimmte Tiere, die brauchen bestimmte Insekten. Und so greift hier ein Zahnrad in der Natur ins andere. Und da muss man, wenn man auf der einen Seite natürlich intensiv Landwirtschaft betreibt, was ja auch notwendig ist, das ist vollkommen klar, aber auf der anderen Seite dann eben diesen Ausgleich zu schaffen, das war mir eben wichtig.
So haben die beiden zusammen einen kleinen Blühstreifen von 2,5 Hektar mit der Brandenburger Bienenweide beblüht. Nicht nur ein Paradies für Honigbienen, sondern auch für Tiere und andere Insekten, die mit dem Menschen zusammen in einem geschlossenen Kreislauf leben. Man hat es wirklich sehr selten, dass man auch auf Leute trifft, die so weit vorausdenken oder auch an den Kreislauf denken, den er eben beschrieben hat, an die Biodiversität denken. Und das ist für mich ein Grund gewesen, einfach da mitzumachen, weil es für mich einfach quasi ein bisschen ein Vorbild ist von der Art und Weise, wie man Landwirtschaft auch zukünftig betreiben sollte. Das ist auch dringend notwendig. Denn in den letzten 30 Jahren ist in Deutschland die Biomasse an Fluginsekten um ganze 75% zurückgegangen. Und in der nächsten Folge fragen wir, was macht ein Imker eigentlich im Winter?